Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr schon im Titel entnehmen konntet, wird es heute um den ATS-Tag gehen. Für die, die nicht wissen, was der ATS-Tag ist, das sind einfach Fragen, die ich beantworten werde. Und ja, ich habe meine Fragen aus dem Internet und ich nominiere alle, die dazu Lust haben, diesen Tag auch zu machen. Ja, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und ja, also hier habe ich mir die Fragen aufgeschrieben und das werde ich dann vorlesen. Wie heiße ich? Also wie man aus meinem Kanalnamen nehmen kann, heiße ich Lisa Marleen, aber eigentlich nenne ich alle nur Lisa. Wie alt bin ich? Ich bin 16 Jahre alt. Wo wohne ich? Ich wohne in Kiel, für die, die nicht wissen, wo das ist. Das liegt in Schleswig-Holstein. Wo will ich hin? Ich möchte nach Estland. Mit welcher Organisation fliege ich oder fahre ich? Ich fliege bzw. fahre mit der Organisation Experiment e.V. Dazu wird wahrscheinlich einfach ein Video auf meinem Kanal erscheinen in der nächsten Zeit irgendwie. Wann fliege ich? Das weiß ich leider noch nicht, weil es noch nicht ganz feststeht, wann die Orientation Days sind, also wenn ich welche habe. Ich glaube, ich habe welche. Ja, das steht noch nicht ganz fest. Habe ich schon eine Gastfamilie? Nein, habe ich noch nicht, leider. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass ich fliege mit 2 anderen von Experiment e.V. nach Estland. Und die beiden haben auch noch keine Gastfamilie. Also ich gehe mal davon aus, dass die estnische Organisation das so machen wird, dass wir alle gleichzeitig dann die Gastfamilie bekommen. Warum mache ich ein Auslandsjahr? Also ich glaube, dass ich einfach diese Erfahrung haben möchte, ein Jahr sozusagen auf sich allein gestellt zu sein und keine Ahnung, ich möchte neue Menschen kennenlernen, eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur kennenlernen und ja. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Meine große Schwester war ein Jahr in Dänemark. Ich glaube, da war ich in der 5. Klasse, also über meine 5. Klasse war sie weg. Dann ist sie wiedergekommen und hat so viel davon erzählt und ich war dann so, ja, ich möchte auch. Und dann habe ich mir halt die ganze Zeit irgendwie YouTube-Videos angeschaut und dann Organisationen rausgesucht und die mich schon seitdem kennen, die wissen, durch was für Phasen ich durchgegangen bin. Also, ja, wie löse ich das Problem mit dem Gepäck? Ja, ich hoffe, dass ich kein Problem mit dem Gepäck haben werde. Aber also 2 meiner Geschwister packen mit mir. Also ich hoffe, die machen das noch. Sie haben gesagt, dass sie es machen. Aber ja. Und sie werden mich hoffentlich davon abhalten, unnötige Sachen einzupacken. Ja. Was erhoffst du dir von diesem Jahr? Ich muss sagen, ich habe keine großen Hoffnungen. Ich hoffe nur, dass ich dort Menschen kennenlerne, mit denen ich mich so gut unterhalten kann, wie ich es hier mit Menschen kann. So, mit meinen Freunden halt. Also ich hoffe, dass ich da Freunde finde, mit denen ich mich halt so richtig austauschen kann, weil ich eine Person bin, die sehr viel redet und sehr gerne. Und ich glaube, wenn ich so ein Jahr lang fast niemanden zum Reden habe, ich glaube, wäre ich so. Das wäre, glaube ich, mein Gesicht. So am Ende des Jahres, wenn ich dann merke, dass ich dann niemanden kennengelernt habe, was ich nicht glaube, aber es könnte sein. Okay. Weiter im Text. Was sagen deine Freunde und deine Familie zu dem Auslandsjahr? Also, ich weiß, ich glaube, das, was ich mitbekomme, ich glaube, dass mich alle dabei unterstützen und auch alle dafür mich da sind. Aber ich habe erst vor kurzem mit einer sehr, 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 sehr guten Freundin von mir geredet. Gestern Abend. Und sie hat mir gesagt, ja, Lisa, ich freue mich voll für dich, aber irgendwie ist es seltsam, dich so dann für ein Jahr gehen zu lassen. Und dann meinte sie aber so, ja, ich freue mich schon, wenn das Jahr vorbei ist und ich den wieder in die Arme schließen kann. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass meine Familie mich so unterstützt, weil es gibt, glaube ich, auch durchaus Familien, die nicht so supportive sind, was das angeht. Das war nicht richtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Was willst du vor deinem Auslandsjahr unbedingt noch machen? Ich möchte das Sommerlager von den Pfadfindern unbedingt machen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch kurzfristig abgesagt. Das ist ich glaube, 11 Tagen oder so. Und ich bin richtig
ich freue mich voll drauf, weil irgendwie schon alles von den Pfadfindern abgesagt worden ist jetzt während Corona und jetzt dürfen wir aber auf Sommerlager fahren und ich hoffe, dass da jetzt nichts dazwischen kommt und generell noch sowas mit meinen Freunden machen, also mit meiner Freundesgruppe und mit meiner Familie noch ganz viel. Ja. Inwiefern denkst du, wird sich das Auslandsjahr verändern? Ich glaube, dass ich selbstständiger werde und reifer. Ich glaube ja, das ist es so. Ich glaube nicht, dass ich mich viel verändern werde. Klar, ich verändere mich auf jeden Fall. Man verändert sich jeden Tag. Ich bin nicht die gleiche Person wie gestern oder vor 2 Monaten oder vor einem Jahr. Es ist halt so. Und ich glaube, dass ich halt reifer werden werde und erwachsener. Ich glaube, das ist das Gleiche, aber. Was sind deine Ängste und was ist deine größte Herausforderung, als was ich glaube, es ist? Die Sprache. Also jetzt nach dem Vorbereitungsseminar muss ich sagen, dass da hatten wir halt eine Expertin für mein Land, also die war halt 2018, 2019, glaube ich, in Estland und sie meinte, dass die Sprache echt schwer ist. Und das wusste ich halt schon vorher, aber jetzt bin ich halt noch so ein bisschen nervöser, was das angeht, weil ich halt so hoffe, dass alles klappt. Und ich meine, wenn ich die Sprache nicht gut beherrsche, ich meine, klar, die sprechen alle Englisch und auch richtig gut Englisch, aber irgendwie, ja, ich hoffe, dass die Sprache alles klappt. Ja, das ist so eine kleine Angst von mir, obwohl ich eigentlich relativ gut in Sprachen bin, denke ich mal. Welche Aktivitäten, Hobbys und Schulfächer würdest du gerne ausprobieren? Dazu kann ich leider nichts Genaues sagen, weil ich halt nicht genau weiß, ob es andere Fächer in Estland gibt. Es gibt viele andere Fächer so. Ich weiß, es ist das Schulsystem. Also nicht so wie bei uns hier in Deutschland. Wir haben ein halbes Jahr immer den gleichen Stundenplan und dann ändert sich das zum Halbjahr ab und zu nochmal ein bisschen. Also es variiert ein bisschen. Das gibt es auch, aber dann gibt es halt noch eine andere Art. Und zwar, dass man dann, ich glaube, 2 oder 3 Monate immer einen Stundenplan hat und dann in der letzten Woche der 3 Monate schreibt man dann so eine Abschluss, wie heißt das? Solche Abschlusstests oder so. Es kann halt beides sein. Ja, ich kann halt nur da so zu was sagen und zu Schulferien habe ich ja gesagt, weiß ich nicht. Und ich glaube, so Hobbys, ich werde einfach mal schauen, was ich da finde. Es wäre mega cool, wenn ich irgendwas mit Theater oder sowas in die Richtung finde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da in so einen Chor oder so gehe, weil Esten sind ja sehr singbegabt. Ich bin es zwar nicht, aber es wäre, glaube ich, einfach eine coole Erfahrung, da in so einem Chor drin zu sein. Okay. Musste wiederholen. Ja, ich muss wiederholen. Leider. Ich würde übrigens so gerne mit meinen Freunden jetzt aus meinem Jahrgang einen Abschluss machen, aber ich muss sagen, ich bin irgendwie, ich bin nicht so ganz begeistert, dass ich wiederholen muss, aber ich habe mich damit abgefunden, weil ich halt nach meinem Auslandsjahr dann mit meiner kleinen Schwester und eventuell 2 Freunden von mir in einen Kurs komme, also in eine Klasse und das wäre mega cool. Ja. Kannst du schon Estnisch? Nein, ich kann noch keine Estnisch. Also ich kann mich halt so vorstellen und ich kann so einzelne Wörter, die halt irgendwie so überall im Zimmer verteilt sind, auch wenn sie jetzt teilweise nicht mehr an den richtigen Plätzen sind, weil ich umgestellt habe. Aber ich kann noch kein richtiges Estnisch. Ich könnte halt so bitte, danke, nein und ja und so guten Morgen, guten Abend, guten Tag und sowas. Aber so richtig verständigen halt noch nicht. Wo genau bist du? Ich glaube, es ist halt so drauf bezogen, wo ich in Estland sein werde. Das weiß ich auch noch nicht, weil ich halt keine Wahl dazu gemacht habe, ob ich jetzt in eine bestimmte Stadt kommen möchte oder in eine bestimmte Region, was sich in Estland auch nicht lohnen würde, weil man nur so 3,5 Stunden maximal bis zu der einen Hälfte von Estland braucht. So, deswegen weiß ich nicht genau, wo ich bin. Wie geht es danach weiter? Also, wie gesagt, ich werde dann wiederholen und werde dann die 11., die 12. und die 13. bei mir in der Schule machen. Und dann bin ich überlegen, ob ich noch ein Au-pair mache in einem englischsprachigen Land. Und danach würde ich gerne studieren. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwas auf Lehramt irgendwie so studiere. Aber es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen
werde ich da noch variieren. Ich meine, es kann auch sein, dass sich das alles noch ändert während meines Auslandsjahres. Also Abitur möchte ich auf jeden Fall machen. Wie es danach, also nach der Schule weitergeht, weiß ich aber noch nicht. Wie es aussieht, hat die Kamera von mir gestern mein Outro, also das Ende, nicht gefilmt. Also werde ich das jetzt machen. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch weiter auf meinem Weg ins Auslandsjahr und während des Auslandsjahres dabei sein wollt, dann abonniert mich doch gerne und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, das war's. Tschüss.